Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video das Entwicklungsziel Ablehnen nach den Archetypen der Seele von Bader Hasselmann und Frank Schmollke erklären. Dein Entwicklungsziel ist das Ziel, was sich deine Seele im jetzigen Leben gesetzt hat. Zum besseren Verständnis der Entwicklungsziele empfehle ich dir mein Video über die Entwicklungsziele und mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele von Bader Hasselmann und Frank Schmollke anzuschauen. Das Entwicklungsziel Ablehnen ist das zweite der 7 Entwicklungsziele. Weil es sich in der Spalte der Energie 2 befindet, gehört es zur gestaltenden und kreativen Energie 2. Das macht meiner Meinung nach gerade deswegen Sinn, weil künstlerische Menschen Altes ablehnen müssen, um Neues erschaffen zu können. Es liegt genauso wie das gegenteilige Entwicklungsziel Akzeptieren auf der Expressionsebene. Beim Entwicklungsziel Ablehnen geht es somit um den Ausdruck. Alle Archetypen der Energie 1, 2 und 3 sind weiblich, also ist dieses Entwicklungsziel der weiblichen Dualität zugeordnet. Nun möchte ich ein paar Fakten zum Entwicklungsziel Ablehnen erläutern. Interessiert dich dein Entwicklungsziel, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Eine Ablehnung ist in positiver Manifestation eine liebevolle und klare Verweigerung. Mit Hilfe von Ablehnen können wir anderen signalisieren, dass wir mit bestimmten Umständen nicht zufrieden sind, sie uns nicht guttun oder sogar schaden. Durch den Prozess des Ablehnens können wir die Wahrheit herausfinden. Ein Zitat der Quelle: Ein Nein im Namen der Liebe ist wohltuend und fördert inneres Wachstum für alle. Liebevolles, berechtigtes Ablehnen ist heilsam. Zitat Ende. Menschen mit dem Entwicklungsziel Ablehnen beschäftigen sich mit Gedanken, Philosophien, Handlungen, Berufen, Personen und so weiter und filtern alles heraus, was für sie aufbauend und hemmend ist. Dadurch erlangen sie die Freiheit, das zu tun, was sie möchten und dorthin zu gehen, wohin sie wollen. Zum Ablehnen gehört Mut und es ist ein Ausdruck innerer Stärke. Es ist nicht immer einfach, die Reaktionen anderer auf das Ablehnen zu ertragen. Menschen mit dem Entwicklungsziel Ablehnen könnten zu rebellischem Verhalten neigen, sich als Außenseiter vorkommen und Probleme haben, sich in Strukturen einzufügen. Es kann sein, dass man sie als Störenfriede, Aussteiger oder ewige Rebellen bezeichnet. Sie könnten aus Angst, abgelehnt zu werden, länger brauchen, sich auf Beziehungen einzulassen. Für ihre Partner sind sie fordernde und wertvolle Lehrmeister. Menschen mit dem Entwicklungsziel Ablehnen werden vermutlich häufiger den Beruf wechseln als andere Menschen. Viele Leute denken, dass Ablehnen etwas Negatives ist und fürchten sich davor, abgelehnt zu werden. Für sie geht die Ablehnung mit einem Gefühl der Lieblosigkeit einher. Dadurch reagieren sie auf jede Ablehnung wie eine schwere Zurückweisung. Sie könnten sich so fühlen, als ob der Gegenüber sie als Person in Frage gestellt hätte. Dabei ist Ablehnen genauso wichtig wie Akzeptieren, denn nur durch das Abgelehnt-Werden gibt es überhaupt erst einen Bedarf am Akzeptieren. Und nur durch Ablehnen kann man wirklich verstehen, was Akzeptieren wirklich bedeutet. Das Entwicklungsziel Ablehnen ist eine Voraussetzung für das Entwicklungsziel Akzeptieren. Deswegen hatten Menschen mit dem Entwicklungsziel Akzeptieren im vorherigen oder vorvorherigen Leben das Entwicklungsziel Ablehnen. Das Entwicklungsziel Ablehnen besitzt den Minuspol Vorurteil und den Pluspol Urteilskraft. Ein Mensch, der sich in seinem angstgeprägten Minuspol Vorurteil befindet, könnte vorschnelle Schlüsse ziehen und misstrauisch gegenüber Mitmenschen sein.
Er prüft seine Motivation hinter dem Ablehnen nicht. Das heißt, dass seine ablehnenden Handlungen durch Abneigung, Hass und Feindschaft hervorgerufen worden sein könnten. Er tendiert in seiner Angst dazu, sich selbst abzulehnen, sich zu verurteilen, sich zu hassen und zu bestrafen. An dieser Stelle benötigt er Mitmenschen, die ihn so annehmen, wie er ist. Ein Mensch, der sich im Pluspol Urteilskraft befindet, lehnt aus Selbstliebe und Liebe ab. Er übt sich in Selbstkritik und prüft seine Motivation hinter dem Ablehnen. Sein Ablehnen ist verhältnismäßig und nicht verursacht durch Feindschaft und Hass. Er schädigt und zerstört sich nicht selbst oder andere durch sein Ablehnen. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit Entwicklungsziel Ablehnen sind Franziskus von Assisi, Alexander von Humboldt und Alice Miller. Und ich möchte hiermit noch einen Nachtrag zum letzten Video machen. Ein Beispiel für eine bekannte Persönlichkeit mit dem Entwicklungsziel Verzögern ist Theodor Heuss. Gut, damit wäre ich jetzt auch schon am Ende des Videos angelangt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welches Entwicklungsziel du hast, welche Erfahrungen du bis jetzt mit deinem Entwicklungsziel und auch mit anderen Entwicklungszielen gesammelt hast, wie dir das Video gefallen hat und was ich noch ein bisschen näher erläutern könnte. Für mehr Informationen zu den Entwicklungszielen empfehle ich das Buch Die Archetypen der Seele und zur Erkundung deines Entwicklungsziels empfehle ich das Archetypen-Handbuch. Für Beratungen, weiterführende Materialien und Informationen empfehle ich die Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org. Auf diesen Webseiten kannst du auch Menschen finden, die dir deine Seelenarchetypen wie das Entwicklungsziel ermitteln können. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.